Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Und wie ihr jetzt bereits schon unschwer erkennen könnt, wird es heute mal nicht um Battlefield 2042 bzw. auch nicht ums Battlefield Franchise gehen, sondern um Call of Duty, Warzone, Rebirth, Modern Warfare 2.0, Warzone 2.0 und so weiter. Natürlich hat Battlefield auch etwas mit diesem Video zu tun und keine Sorge, ihr müsst keine Angst haben. Es wird natürlich weiterhin Battlefield-Content auf diesem Kanal kommen und das wahrscheinlich auch als Main-Content. Nichtsdestotrotz gibt es Gründe, warum ich zumindest mal kurzfristig ein bisschen gewechselt bin, und da möchte ich euch einfach mal ein bisschen mitnehmen, was euch zukünftig da auch contentseitig erwarten wird. Dem einen oder anderen könnte das Intro zu lang sein in der ganzen Story. Ja, warum jetzt Wechsel, warum ein bisschen Diversifizierung in den Content reinbringen, dem haue ich natürlich gerne die Timestamps unten in die Videobeschreibung, und könnt ihr direkt zu den content-relevanten Themen um und für Call of Duty springen. Und natürlich gehe ich davon aus, dass eine Mehrzahl so von euch wissen will, was ist denn los? Wie kommst du denn jetzt auf Call of Duty? Und ja, ist dir nichts Besseres eingefallen? Ja, geht's noch naheliegender? Dazu möchte ich jetzt ganz einfach mal ein paar Worte verlieren. Und ja, es gibt durchaus auch den einen oder anderen Kommentar unter meinen Videos, wo sich gewünscht würde, ob ich denn nicht mal auch ein bisschen Content zu Call of Duty machen könnte, weil ja, da gibt es natürlich schon sehr, sehr viel, sehr, sehr wirklich krass gute Spieler, und ich möchte jetzt nicht sagen, dass man da eine kleine Alternative oder halt einfach so, ich sag's einfach so in meinem Style, so das Ganze auch für Call of Duty macht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Bock drauf, und ich habe ganz einfach auch ein bisschen Bock auf das Game. Jetzt nicht unbedingt Vanguard, das ist jetzt nicht so wirklich mein Fall, aber ich habe durchaus, ja, mir so eine kleine Challenge gesetzt. Ihr wisst ja, ich bin an und für sich ein Controller-Spieler, habe ganz, ganz früher Maus und Keyboard gespielt, ja, aber das war noch zu Counter-Strike-Zeiten, jetzt ewig auf Controller unterwegs, competitive auch auf Controller gespielt, und ich hatte erstens mal wieder Bock auf Maus und Keyboard zu wechseln. War nicht ganz einfach, bin ich ganz offen und ehrlich, und da bin ich auch noch lange nicht da, wo ich hin will. Nichtsdestotrotz habe ich einfach Lust auf diese Challenge gehabt. Das war einer der Gründe. Ein zweiter Grund war, dass so diese ganzen taktischen Shooter, also wo es so eher so langsam zugeht, das ist nicht so wirklich meins. Ja, da kommt auch immer sehr viel in den Kommentaren, ob ich nicht sowas in die Richtung wie Squad, wie Hell Let Loose, wie Enlisted und so weiter spielen möchte. Aber da bin ich ganz ehrlich, das ist einfach nicht so mein typisches Spiel, auf das ich so wirklich Bock habe, sondern ich brauche es ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Action da, ein bisschen mehr, ja, wo man auch mehr so mit Movement regeln kann, als das bei so taktischen Shootern der Fall ist. Und ja, da bietet sich, muss man ganz ehrlich sein, auch einfach ein Call of Duty, und vor allem halt in dem MW-Setup und vor allem halt auch in Warzone da ganz einfach an. Und ja, ich habe mich da so für mich ein bisschen reingefuchst. Wie gesagt, ich bin weit entfernt, da irgendwelche Tutorials zu machen dazu. Da möchte ich erstmal für mich selber auch noch wesentlich besser werden. Also im Kontext mit Maus und Keyboard, und ja, dass ich nie aktiv groß Warzone gespielt habe. Da würde ich mich auch eher noch so als Anfänger sehen. Trotzdem habe ich euch heute im Gameplay auch mal die ein oder andere Szene reingepackt. Zum Schluss ist auch ein kleiner Rebirth-Win auf Solos rausgekommen. Waren jetzt keine High-Kill-Gameplays, aber trotzdem wollte ich da an der Stelle mal anknüpfen. So, das sind jetzt so ein bisschen die Beweggründe, warum ich einfach mal Bock auf ein anderes Spiel hatte. Ganz klar, gebt mir Battlefield 2042 oder das Franchise und diese urlahme Herangehensweise einfach nur komplett auf die Nerven aktuell. Ich habe da echt so gar keinen Bock mehr drauf. Im Moment, ich werde natürlich so den Regel-Content machen, ich werde alles für euch weiterhin durchchecken, und ich hoffe, dass wir am Ende dann doch noch ein grobes Spiel bekommen, aber dann machst du halt so ein Spiel wie Call of Duty Warzone aus, und ja, die haben auch Probleme, SBMM, Meta-Waffen und so weiter, aber du hast halt einfach eine riesige Auswahl an Waffen, an Attachments. Du kannst immer wieder, dann gibt es ein Update, dann kannst du was Neues wieder hochleveln, freispielen und so weiter und so fort. Also ja, am Ende brauchte ich einfach so ein bisschen neuer Content oder neuen Content, mal ein bisschen Abwechslung, auch ja, wie gesagt, so diese Challenge da mir zu geben, auch movement-technisch da einfach mal wieder was an den Start zu bringen, und das sind so ein bisschen die Gründe, warum ihr jetzt dieses Video seht, und ich hoffe natürlich, erstens, dass es euch gefällt, zweitens, dass ihr auch ein bisschen Support auf dem Ganzen vielleicht da lasst, wenn es euch gefällt, und vielleicht auch nochmal so ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Ich werde jetzt schauen, solange das so contentarm ist, dass ich vielleicht nochmal das ein oder andere Game mehr reinnehme. Also natürlich Battlefield, ich spreche da auch so von den alten Teilen, da habe ich mir auch schon das eine oder andere Format ganz einfach überlegt, aber auch, ja, vielleicht mal ein Apex, vielleicht mal ein actionreiches Spiel. Das ist immer so
meins, was ich gerne hätte. So, das ist einfach der Punkt. Natürlich, eure Meinung ist gefragt. Packt mir die an der Stelle sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und wie prophezeit war das Intro jetzt leider sehr, sehr lang. Ja, aber ich habe es angekündigt und ich denke, ihr braucht auch so diesen kleinen Kontext dazu, weil ansonsten wird sich jeder denken, was macht er denn jetzt, der A-Team? So, und dementsprechend jetzt mal unabhängig von Challenge und Gameplay und so weiter, gibt es einiges Neues eben zu COD und auch der weiteren Entwicklung von diesem Franchise, so hoffen wir zumindest. Ihr alle habt ja mitbekommen, dass da ein ganz, ganz großer Deal abgelaufen ist um das ganze Franchise und damit auch die Chancen steigen, dass vielleicht ja ein bisschen sich auch an diesen ganz, ganz schweren SBMM-Themen und so weiter ändern wird und es wird ein neues Modern Warfare 2.0 geben. Bis jetzt ist dazu noch nicht so viel bekannt. Es gibt natürlich ein neues Logo und so weiter, aber ansonsten noch nicht zu krass viel und es wird ein neues Warzone geben, das sich dann auch Warzone 2 nennen wird. Wie gesagt, ganz konkrete Sachen gibt es dazu nicht. Es gibt ein paar Leaks, wo auch wieder unser All-Time-Favorite Tom Henderson Leaker mit in das Game reinkommen wird und da auch schon die eine oder andere Leak-News und so weiter gedroppt hat. Da werden wir mal ganz kurz drauf eingehen. So die OGs unter euch, die werden sich in dem ein oder anderen Punkt vielleicht sogar wiederfinden, wie das Ganze vonstatten gehen könnte. Wir fangen einfach mal mit Modern Warfare an der Stelle an. Wie gesagt, da gibt es noch nicht so viel zu sagen, außer dass eben dieser ganz große Kritikpunkt des SBMM ja wohl etwas heruntergeschraubt werden soll, also dass es nicht mehr ganz so krass an Ähnlichkeiten vom Skill-Level sich das Ganze bezieht. Ganz einfach, es soll natürlich verhindert werden, dass sich jede Runde gleich anfühlt und das ist schon so ein Punkt, der mir in den letzten Jahren halt an Call of Duty so gar nicht gefallen hat, weil sich irgendwann jede Runde gleich anfühlt, beziehungsweise du halt komplett reinschwitzt und dann kriegst du wieder auf die Fresse, die nächste Runde, die läuft dann wieder und dann gibt es wieder aufs Fressbrett und so weiter und so fort. Oder du brauchst halt einfach 8 Handtücher im Nacken, dass du den ganzen Schweiß aufhalten kannst. Also das war jetzt nicht ganz so meins. Natürlich sagen sie das, ob es dann am Ende des Tages auch wirklich so kommt, das wird man wirklich sehen. Im Vergleich dazu bei Warzone 2.0, da gibt es dann doch schon, Handfesteres ist jetzt auch wieder übertrieben, weil es handelt sich natürlich nach wie vor um Leaks und trotzdem möchte ich an der Stelle ganz einfach mal ganz kurz darauf eingehen. 5 Änderungen am Gameplay sollen da vorgenommen werden, zu dem, wie wir es kennen. Ich versuche das jetzt mit meiner bescheidenen Warzone-Erfahrung auch so ein bisschen zu bewerten. Zum einen soll es die Rückkehr von Extra Pro Perks geben. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von den OGs, der wird sich da vielleicht noch dran erinnern, und zwar, es gibt einfach die Möglichkeit, dass du die normalen Extras nochmal aufgrindest auf erweiterte Boni. Zum Beispiel, dass du keinen Sturzschaden mehr erleidest und das Ganze kannst du dir nochmal selber heraussuchen, beziehungsweise dann im Warzone-Modus auch in den entsprechenden Festungen selbst erbeuten. Und das ist die zweite große Änderung, die kommen soll. Und zwar wird es Festungen geben, also feste Stationen, die dann nochmal von KI-Gegnern bewacht werden und wo ihr selber nochmal looten könnt. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, dann ist die Besonderheit, ist das Ding einmal weggelootet, dann können natürlich eure Gegner auch nicht mehr ran. Dritte Änderung, Rückkehr des Rucksacksystems. Das kennt vielleicht der ein oder andere noch von Black Ops 4, meine ich, war das, aus dem, bisschen vernachlässigten Battle Royale Modus. Vernachlässigt deswegen, weil es halt einfach ein kostenpflichtiges Produkt war, also es hat nie diese Reichweite von einem Warzone bekommen. Es gibt aber da durchaus Fans von diesem Modus. Ich selber habe das nie groß aktiv gespielt. Ich bin generell aber kein Fan von diesen Rucksack-Features, weil ihr kennt es jetzt aus Warzone, da kann man schnell was aufheben. Es wird schnell, werden die Dinge ersetzt und sich jetzt da durch ein Rucksack-Menü da durchzuklicken, das halte ich für nicht sonderlich gut. Das gleiche gilt für die vierte Option. Das sind schusssichere Westen und Plattenträger und auch hier kennen wir die Systematik. 3 Platten reinballern und dann habt ihr vollen Schutz und das wird jetzt auch wieder oder soll geändert werden in verschiedene Qualitätsstufen. Das heißt, dass ihr verschiedene Qualitätsstufen an Westen habt. Das kennt der eine oder andere vielleicht an Apex oder aus Apex Legends oder man kennt es auch wieder aus BO4 und da bin ich jetzt persönlich kein Fan davon, weil dann hat man halt wieder diesen wirklich gravierenden Unterschied. Hat jetzt der eine die bessere Rüstung oder die schlechtere? Da ergeben sich einfach Unterschiede im
Gameplay, das finde ich eigentlich, so wie es jetzt ist, mit diesen 3 Platten relativ gut gelöst. Natürlich muss man sagen, dass die derzeitige Time to Kill, die ist schon wirklich krass. Also da sollte man vielleicht eher da ein bisschen dran schrauben. Aber gut, das sind mal die ersten Leaks und dazu soll noch eine Verhörfunktion folgen. Und ganz einfach, dass ihr in einer Kill-Animation die Gegner verhören könnt. Und das hat als Funktion, dass die dann für euer Team oder wenn ihr solo unterwegs seid, Quatsch. Also natürlich kann man solo auch unterwegs sein in einem Squad-Modus, dass ihr eben die anderen Gegner aufgedeckt bekommt. So Leute, und jetzt würde ich an der Stelle sagen, kurzer Überblick, kurzes neues Format in einem anderen Spiel. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen und ihr bleibt mir zukünftig, egal ob für Battlefield, COD oder das eine oder andere neue Projekt, dennoch erhalten. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Haut rein und bis dann, euer A-Team.